In diesem Video sprechen wir über den R-Laut. Dieser Buchstabe stellt viele aufgrund seiner Variantenvielfalt vor eine große Herausforderung. Denn anders als in vielen Sprachen, wo man nur das gerollte R, also R, benutzt, unterscheiden wir in der deutschen Sprache grob zwischen dem konsonantischen und dem vokalisierten R-Laut. Also zum Beispiel konsonantisch R wie in rauchen oder vokalisiert R oder A wie in aber. Aber das bedeutet nicht, dass man das R in Deutschland gar nicht rollen darf. Denn in manchen Dialekten, wie zum Beispiel im Bayerischen, wird es, wie du es vielleicht auch schon einmal gehört hast, eben gerollt. Also Reise, Rose, groß und so weiter. In der Standardsprache, also im Hochdeutschen, wird es allerdings nicht gerollt. Wenn du also die Ambition hast, wirklich Hochdeutsch zu klingen, dann hast du mit diesem Video die Chance, dein deutsches R zu perfektionieren. Es kommt auch vor, dass einige Deutschlerner je nach Herkunft das R als L aussprechen. Hier muss man allerdings daran arbeiten, denn beim Verwechseln dieser Buchstaben entstehen durchaus große Missverständnisse. Hier ein paar Beispiele. Reise, leise. Rose, lose. Reim, Leim. Kommen wir aber nun zur Aussprache. Ich fange hier mit dem für uns einfacheren R-Laut an, nämlich mit dem vokalisierten R, wie zum Beispiel in aber, Vater, Ohr, ihr, sehr. Sicher hast du bemerkt, dass man hier eigentlich gar kein R hört. Man hört vielmehr einen A-ähnlichen Laut stattdessen. Daher heißt es auch vokalisiertes R, da es sich eben eher wie der Vokal A anhört. Lass uns dazu einmal ein paar Begriffe gemeinsam aussprechen. Später, später, Wärter, Wärter, mehr, mehr, Helfer, Helfer, Vater, Vater, Mutter, Mutter. Das war doch gar nicht so schwierig. Übrigens, keine Sorge, in der nächsten Lektion erkläre ich, wann wir das vokalisierte und wann wir das konsonantische R benutzen. In diesem Video möchte ich mich zunächst einmal ausschließlich auf die Aussprache konzentrieren. Kommen wir daher nun zum konsonantischen R. Diesen Laut kannst du ganz einfach üben, wenn du vom sogenannten Ach-Laut ausgehst. Über diesen Ach-Laut sprechen wir übrigens später auch noch einmal im Detail. Also, über den Ach-Laut gelangst du zum R-Laut. Denn der Ach-Laut wird fast an der gleichen Artikulationsstelle wie der konsonantische R-Laut produziert. Er findet relativ weit hinten im Mund, also im Rachenraum statt. Ach, 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 r, r, r. Sprich mir diese Begriffe mit dem Ach-Laut einmal nach. Vielleicht hilft es dir auch, die Hand an deinen Hals zu legen, genau da, wo der Laut gebildet wird, um gleich den Unterschied zwischen R und Ach-Laut zu fühlen. Denn wenn du den Ach-Laut aussprichst, dürftest du keine Vibration spüren. Wenn du jedoch den R-Laut aussprichst, fühlst du die Vibration. Das liegt ganz einfach daran, dass der Ach-Laut stimmlos und der R-Laut stimmhaft ist. Aber fangen wir jetzt erst einmal mit Begriffen, die den Ach-Laut haben, an. Ach, Macht, Fracht, Lachen, Machen. Nochmal. Acht, Macht, Fracht, Lachen, Machen. Wenn du jetzt diesen Ach-Laut ein bisschen übertriebener aussprichst, dann gelangst du zum R-Laut. Also anstatt Ach, sagst du Ach, Ach, Ach. Und hier nun ein paar Beispiele für das konsonantische R. Reise, Ruhe,
reich, Rede, Rose, Ring, Rücken. Wenn du das R aussprichst, müsstest du, wie gesagt, eine leichte Vibration am Hals gespürt haben. Schau nochmal. Ach, keine Vibration. R, Vibration. Das liegt einfach daran, wie gesagt, dass du beim Ach-Laut keine Stimme brauchst. Der Ach-Laut ist also stimmlos, während du beim konsonantischen R schon deine Stimmbänder brauchst. Um den Unterschied noch einmal zu hören, hier ein Beispiel mit sogenannten Minimalpaaren, also Wörtern, die sich sehr ähnlich sind, aber in einem bestimmten Laut voneinander unterscheiden. Lege also auch hier einmal deine Hand auf den Hals und teste, ob man eine Vibration spürt, wenn du das Wort mit R aussprichst. Wenn ja, machst du alles richtig. Kuchen, Kuchen, Kuren, Kuren. Bewacht, bewacht, bewahrt, bewahrt. Dort, 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 dort. Kuchen, Kuren, Kuchen, Kuren. Bewacht, bewahrt, bewacht, bewahrt. Dort, 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 dort. Wir haben uns hier bei der Aussprache vor allem auf das Frikative, also das Reibe-R konzentriert. Es gibt stattdessen aber auch das sogenannte Zäpfchen-R. Falls du also mit dem Reibe-R Schwierigkeiten hast, kannst du es mit dem Zäpfchen-R versuchen. Das Zäpfchen siehst du hier abgebildet. Hier also muss der Laut stattfinden. Um das richtig hinzubekommen, gibt es einen kleinen Trick. Nimm ein Glas Wasser und gurgel damit. Stell dir also bei diesem Laut vor, dass du nach dem Zähneputzen mit einem Mundwasser deinen Mund ausspülst und hinten versuchst auch deinen Rachenraum zu spülen. Ich mache es einmal vor. Und jetzt ohne Wasser. Wenn du diesen Laut etwas sanfter aussprichst, kommst du übrigens wieder zum Reibe-R und das ist auch das R, was am häufigsten in der Aussprache verwendet wird. Du kannst das Reibe-R also über den Ach-Laut oder das Gurgeln lernen. Schau einfach, welche Variante du für dich einfacher findest.